Ben, Prost. Schön, dass du da André, bist. vielen, vielen Dank. Hier beim Vinyl Matters Podcast, direkt im Presswerk. Hier ist das Presswerk. Das gute alte Stück. Ben hat gerade ein richtig geiles Set drin gespielt. Deswegen, wir trinken jetzt erstmal ein Bier da drauf, weil uns kalt ist. Ne? Es ist Winter. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, ein schönes deepes Set. Viel Dub, viel schöner Deep House. Wie lange legst du jetzt auf so? Du, ich würde aus dem Bauch heraus sagen 12, 13 Jahre. Ja. Genau, eigentlich komplett mit dem Gegenteil angefangen. Mit einer kleinen Konsole, die ich von meiner Mutti geschenkt bekommen habe. Am Anfang gar nicht gewusst, was Beatmatchen überhaupt bedeutet, sondern einfach Regler hoch, Regler runter, Sync packen an. Ach so, mit so einer Konsole, ne? So eine Ja. Native Instruments, diese. Nee, da- von Reloop. Der war von die Reloop. waren ja erste Genau. mit so einen Sachen. Die anderen haben ja Genau. nachgezogen. Ja, und da eigentlich relativ naiv angefangen, was Ja. hochgeladen, dafür schon irgendwie immer Feedback bekommen, dadurch ein bisschen beflügelt gewesen, dran geblieben und dann eigentlich, als es so ein bisschen ernster wurde in Form von Kollektivarbeit etc., dann bin ich festgestellt, dass eigentlich alle mit anderen Medien spielen und mir auch zu verstehen gegeben haben, ey, ist cool, dass du dabei bist, ist auch cool, dass du viel Spaß bei der Musik hast, aber ey, lern doch mal, wie es geht. So, Ja, und ja. dadurch eigentlich Bezug bekommen dann. Geld gespart, ersten CDJs gekauft, alte 900er, glaube ich, damals gewesen. Und dann in meiner ersten WG hatte ich das große Glück, dass eine von meinen Mitbewohnerinnen Plattenspieler hatte, auch hausige Scheiben. Sie war schuld. Genau, und da Wunderbar, durfte ich dann das erste Mal heimlich so ein bisschen üben, ohne dass ich Sorge hatte, dass ich was kaputt mache. Ja. Genau, und dann durch ihre Freunde da so ein bisschen reingerutscht und immer mehr Spaß dran bekommen. Und genau, jetzt für mich eigentlich nicht mehr wegzudenken, so aus meiner wöchentlichen Routine irgendwie. Vinyl. Genau, Plattformen Sammler. wie Dex oder DJ, Bandcamp, Traxsource, Juno zu checken und dann da auch irgendwie regelmäßig meine Leidenschaft und mein Geld auch irgendwie zu lassen. Und das fühlt sich auch gut an, um ehrlich zu sein. Ja, ich nenne es nicht Wertanlage, aber letztendlich ist es so, man hat was in der Hand für Geld. Ne? Bei Downloads, ich habe ja auch eine Zeit lang digital gespielt, da wusste ich nie, du hast dann freitags immer eingekauft bei Beatport, losgelegt und ich habe von Anfang an den Fehler gemacht, dass ich nicht richtig katalogisiert habe, beschriftet habe, all diesen ganzen Kram und bin dann irgendwann untergegangen in den MP3s. Aber ich wusste dann trotzdem immer noch, was auf der Platte da hinten drauf ist und was auf der drauf ist. Und ich konnte immer erkennen, die habe ich da gekauft. Alles klar. Oh, hier. Die habe ich schon seit 15 Jahren, die seit 20 Jahren und so. Und bin dann auch komplett zu Vinyl, weil ich da einfach gemerkt habe. Ich denke auch, es ist irgendwie auch der nachhaltigere Weg zum Auflegen. Ne? Alles ist sehr, sehr schnelllebig. Und gerade wenn du jetzt kein Superstar bist, dann muss man auch einfach mal gucken. Ne? Klar kann ich mir jede Woche freitags für 150, 200 € neue digitale Releases kaufen, aber die Frage ist ja, wo ist der Sinn dahin? Du müllst dich voll mit Dateien, die du jetzt gerade in diesem Moment irgendwie geil findest und droppst sie vielleicht auch bei deinem nächsten Gig, aber dann sind es halt irgendwie die Leichen auf deiner Festplatte und im schlimmsten Fall hast du keine Cloud, irgendwann ging der Rechner kaputt und dann sind sie weg. Na, die digitale So, ne? Fraktion würde ja dann sagen, die Vinyls sind auch Leichen im Keller, so, ne? Aber ich entdecke Jahre später die B2, die B3, die CD-Seite außerhalb des Hits, weil das Album gekauft wegen den beiden Tracks auf der A-Seite oder sowas. Und dann entdeckst du auf einmal, hey, auf einer Compilation, hey, da sind ja noch andere Tracks drauf. Ich gucke jetzt durch und finde dann irgendwie ganz alte Poker-Flat-Releases, wo ich sage, hey, die Tracks habe ich nie beachtet vorher, die sind ja super geil. Super. Mir macht es zu Hause auch einfach Spaß, morgens an den Schrank zu gehen, irgendwie als Morgenroutine Scheibe raufzulegen, egal was für ein Genre. Und so irgendwie den Tag zu starten. Ne? Oder wenn du dich mit Freunden triffst, ganz ehrlich, man kann natürlich auch gemeinsam an CD-Playern oder an der Konsole stehen und sitzen und Mucke schieben. Aber es macht doch viel, viel mehr Spaß, wenn irgendwer eine Plattentasche mitnimmt und du auch einfach bei dem anderen stöbern kannst. Ne? Und auch mal einen Fehler machst oder dich freust, wenn der Übergang besonders gut geworden ist, obwohl du den Track noch gar nicht kennst. Das ist für mich einfach, also dieses Analoge einfach. Das Geile ist auch so eine Abende, wie jeder bringt seine 3 Lieblingsplatten mit. Und dann siehst du auf einmal irgendwie 40-jährige Herren oder sowas da sitzen und so über einzelne, guck mal hier, oh ja, guck mal hier, oh ja. Ja, man kann halt viel entdecken. Vinyl ist einfach manchmal ist Vinyl auch richtig geil. Ne? Ein teures, aber ein schönes Hobby. Ja, genau. Ich überlege mir dreimal, welches ich kaufe. Machst du garantiert auch, ne? Weil es halt auch Geld kostet. So. Und bei digital habe ich einfach auch immer gemerkt, die Zeit,
wo ich Digital Only gespielt habe, so, dass ich Tracks dir runtergezogen, hast du die auch durchgehört, aber irgendwann später festgestellt, jetzt ist es auch schon ein bisschen anders, glaube ich, bei gewissen digitalen Stores, dass du dir alle Parts, vorher hattest du wirklich nur eine Minuten oder 1 Minute 30 Ausschnitt und hattest von nichts anderem irgendwie... Guck mal, bei mir ist das ja, so wie heute, ist das ja auch eine Ausnahme. Also, dass ich mal so rein Vinyl-Only spiele, mache ich ganz, ganz selten. Also wirklich nur, wenn, also da müsste ich zu 100% das Setup kennen Genau, und auch das irgendwie ist halt wissen, dass ich mich da wohlfühle, das Monitoring deswegen immer irgendwie den fühle. USB-Stick dabei. Und Genau, in der Regel spiele ich schon viel digital. Ne? Und gerade, das macht auch Spaß, ne? Wenn du irgendwie bei Bandcamp deine Sachen eingekauft hast und das ist ja dann irgendwie schön sortiert und ich dann mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo hinfahre. Ich freue mich dann auch. Ne? Du kannst es jetzt ganz kann man hören. direkt das Label So, du kannst es so oft runterladen, wie du möchtest. Ja. Und bei Bandcamp beispielsweise finde ich ja auch das Schöne, du hast so ein bisschen diesen Community-Gedanken, weil du kannst einerseits Labels und Artists folgen, aber du kannst auch, ich sag mal, Lovers irgendwie folgen, Leuten, die kaufen. Ne? Also ich habe wirklich Freunde, wenn der denen folge entdeckt, ich, weil es mich interessiert, was die kaufen. oder weil die eine Nacht länger dann irgendwie nochmal Tracks dicken. Genau, oder du siehst ja auch, wer hat es denn gekauft, ne, von registrierten Membern. Und dann klicke ich darauf und höre mich auch durch deren Diskografien durch. Und sowas macht auch Spaß. Also da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist. Ich würde auch nie ein Medium irgendwie verfluchen. Das habe ich aber auch noch nie gemacht. Natürlich ist bei mir die erste Wahl Vinyl. Wenn das nicht funktioniert, dann USB. Und ich sage auch immer, egal ob einer mit einem Controller kommt, mit CDGs, auch Sync, mit Vinyl, mit einem Live-Act, das ist egal. Wichtig ist, dass er auf der Tanzfläche eine gewisse Reaktion erzeugt und den Leuten einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Tag bereitet einfach. So, ja, und ich würde schon auch noch sagen, dass du halt respektvoll bist mit den Leuten, die vielleicht was anderes machen als du. Ne? Genau. Und auch irgendwie humble bist für das, was du tust, weil ich schon denke, es ist total geil, dass ein Controller oder Plattformen wie Traktor oder Software wie Traktor jetzt so viele neue Türen öffnen, aber sei auch dankbar dafür. Ne, und wertschätzt das auch. Und, das stimmt. Wenn es dir richtig, richtig Bock macht, Gedanke, hab vielleicht auch die Muße, dich damit auseinanderzusetzen. Warum gibt es denn den Sync-Button? Was ist denn, wenn der nicht an ist? Und wie fühlt sich das an? Und wo ist denn vielleicht die Schwierigkeit da drin? Ne? Was muss ich lernen, damit das dann auch funktioniert? Erstes Level, zweites Level, drittes Level, Vinyl-Endgegner. Genau. Ja, voll. Genau. Und den Ball kann man auch wieder zurückspielen. Ne? Genauso muss ich als, weiß ich nicht, 40... wenn ich seit 30 Jahren Vinyl auflege, auch nicht immer sagen, ey, früher war alles geiler. So, ne? Die Musik ist so lebendig und das ist meiner Meinung nach ja auch die größte Magie an elektronischer Musik. Ne? Es passiert so viel. Alleine, was für neue Namen, neue Genres jetzt irgendwie seit der Pandemie auf einmal en vogue sind. Und da kann ich nicht immer sagen, oh, die Neuen, die können nichts oder das ist alles scheiße. Nee, ist es nicht. Die Flut, die tut mich manchmal ein bisschen... nicht überfordern, aber man muss dann schon sagen, ich setz einen Fokus, was ich entdecke ich, was auf mich reinschwappt, das schwappt auf mich rein, das sehe ich, das höre ich, alles andere ist so da und ich entdecke manchmal Sachen so, wo ich sage, so nach einer Zeit, oder ich gucke, ist ja schon länger am Start, hat ja schon 10 Releases raus. Und dann fühlt man sich manchmal, als hätte man irgendwie 2 Jahre im Koma gelegen. Aber das ist total normal. So. Ne, und das ist auch cool, dass sich so viele Leute mit elektronischer Musik beschäftigen, mit Musik beschäftigen an sich, produzieren, den Drive haben, es rauszusenden. Über Bandcamp können sie direkt verkaufen, sich irgendwie jeder kann sich so sein eigenes Universum gestalten. Und es ist halt eine völlig neue Art, irgendwie Musikkultur zu leben. Ne? Wie Oldschool, es ist immer, der Grad ist immer ganz schön schmal, weil wie Oldschool-Leute sagen dann immer, die neue Generation und dieses, aber das ist halt Technologie, die Welt dreht sich, alles geht in Wellen. Ne? Wenn ich mal so Deep Talk mit Freundinnen habe oder anderen DJs, ist das immer wieder in meiner Utopie wird irgendwann die Zeit kommen, gerade jetzt, wo elektronische Musik so unfassbar kommerziell ist. Ne? Es läuft überall im Radio, es läuft überall im Fernsehen. Selbst meine Oma weiß, was ein DJ macht, weil sie das im GZSZ gesehen hat und es da 3 Charaktere gibt, die DJs sind, gefühlt. Weißt du? Und durch dieses, alle können es, alle haben irgendeine App auf dem Handy. Ich glaube, irgendwann wird dieser große Breaking Point kommen, dass Vinyl auch also nicht nur als Medium, was jetzt aktuell schön aussieht im Schrank, weil ich Taylor Swift, Berg oder was auch immer mir irgendwie sammeln kann, Indie, Rock, dies auch immer. Ich glaube auch für elektronische Musik, es wird irgendwann dieser Punkt kommen,
wie willst du dich noch abheben von der Masse? Genau. Und das wirst du irgendwann Genau. durch handwerkliches Geschick. Ne? Entweder Wie früher- produzierst du Genau, selber, ja, das stimmt. spielst Live-Sets. Ne? Oder du fängst an, Vinyl zu spielen, Skills zu entwickeln, Genau. wo andere nicht so schnell Genau. mithalten können. Weil das Ja. war bei uns früher auch so. Das Start in die elektronische Musik und ich rede jetzt mal von 1995, 96, wo wir angefangen haben, oder 94. Da war der Start in die elektronische Musik auch so ein Punk sein, was machen, was keiner begreift. Ja. So, und du standest da, einer unter irgendwie 300 Leuten und alle haben gesagt, was macht der Typ da? Und das war bei mir auch, der Main-Trigger war ein Set bei mir auf Viva House TV von Roland Kasper. Ein alter DJ-Gott, der war auch schon hier, hat sich das Werk angeguckt und Okay. der hat halt 20 Platten gemixt, perfekt. Ich habe das Ding aufgenommen auf VHS, habe mir das immer angeguckt und habe gesagt, was macht der da? Das ist doch unglaublich und habe es nicht begriffen und wusste, wenn ich das kann, dann begreifen das die anderen Leute auch nicht. Und dann habe ich was so meins ist, Ja. so mein Kuscheltier. Und es war so, ich habe dann angefangen aufzulegen bei mir im Keller und hinter mir saßen die ganzen Leute auf der Couch so und haben gesagt, ja, Krone macht wieder irgendwie Musik bei sich im Keller und die saßen alle da so. Keiner hat es begriffen und ich habe so mein Ding gemacht. So. Und der eine oder andere hat dann angefangen, ne? Unser Grillmeister hier, alter Hase, auch von früher, ne? Schwenk ruhig mal rüber. Hat dann auch angefangen aufzulegen, der eine oder andere. Wir haben zusammen geübt bei dir im Schneidersitz in deinem Kinderzimmer auf dem Fußboden 1994. Und man hat dann so sein Kuscheltier irgendwie für sich gehabt. So, ne? Und da hast du recht, dass irgendwann wieder dadurch, dass alle können, alle machen und alle auf Knopfdruck, Thema KI, der ganze Kram, zieht ja garantiert auch bald ein in die nächsten CDJ 6000X. Da wird dann irgendwann die KI einziehen, die sagt, spiel doch mal den Track statt den Track. Ja. Und ich glaube, und das ist auch so ein Gedanke in meiner Utopie, den Ich ich mag habe, deine Utopie. Ja? den ich habe. Wenn du mit Platte auflegst, ne, dann ist es auch irgendwie menschlich, weil niemand ist perfekt. Genau. Niemand ist perfekt. Ne? Also du wirst immer ein Nachdrehen, ein Nachkurbeln, egal ob du jetzt mit den Tasten machst, mit der Hand machst. Es wird nie immer perfekt sein. Gerade wenn das Set über mehrere Stunden. Und das macht dich menschlich. Genau, ne? ja. Also wir sind ja mittlerweile in der Clubkultur auch so, dass wir über Dinge wie Mental Health, dies, das, jenes sprechen. Ne? Eben mal wegkommen von diesem, alles ist eine Party und alles läuft. Nee. Diese ganze Kultur, in der wir uns bewegen, ist meiner Meinung nach nicht selbstverständlich. Genau. Ja, Und zu hinterfragen, geht es euch auch gut in dem Moment? Genau. Wer achtet auf euch? Was passiert vorher? Was passiert nachher? Nicht Genau. nur dieser Feiermoment. Genau, es darf auch Ecken und Kanten haben. Genau. Und das darf es auch in einem DJ-Set. Genau, Ne? ja. Also ja, natürlich ist es schön, wenn ich ein Set anhab und es läuft runter wie Butter. Ne? Aber ey, es hat doch auch einen Charakter, wenn da irgendwas passiert. Und vielleicht hören meine Ohren dann noch mal zweimal hin. Ne? Oder der Track bleibt besonders eng. Und Mut zum Fehler. Genau. Ne? Ich bin so eher so, das liegt wahrscheinlich an mir selber, so ein bisschen perfektionistisch zu sein. Das ist auch, wenn du eine Company hast, dann darfst du dir in gewissen Ecken keine Fehler erlauben. Ja. Auch was Kalkulation betrifft. Das steckt halt viel Geld drin, viel Verantwortung. Und da bin ich ein bisschen perfektionistisch. Und da habe ich neulich auch zu einem Freund gesagt, hey, das Set, das ist cool, alles so, aber hey, und dann habe ich wieder gedacht so, ey, Vinyl always skips a bit. Und es ist auch ein cooler Übergang, wenn man einfach nur ja. rüber. Ja. Die Tanzfläche rastet absolut aus. Oder ich hatte so eine Momente mit Crossfader gibt es ja nicht ohne Grund. so ein Ding von Staub unter der Nadel gehabt. Und das Ding ist dann so. Ja. Und der Club ist völlig ausgerastet, aber nicht im negativen Gebut, sondern wieder vorne raufgepackt und alle so, wow! Oder du spielst in einem Techno-Set auf einmal irgendwie so einen Donna Summer-Track oder sowas. Und Leute niemand rasten wird- völlig aus und haben ihren Frühling auf einmal. So. Und niemand wird deswegen den Club verlassen. Genau. Das ist ja so. Und selbst beim digitalen Auflegen, ey, wie oft ich schon irgendwelche blöden Emergency-Loops hatte. Ne? Ärgert einen zu Tode. Das ist ärgert geil. einen zu Tode. Aber dann ist es so. Ne? Gibt es Die nicht Party bei den geht neuen trotzdem- Playern? Ja, gute ich habe Frage. das gehört. Irgendwie Ja. heißt es nur Emergency Loop oder macht Es der das? steht dort. Oder Es steht dort auf jeden Fall. Ja, ja, das Ne? Und dann steht hast du, dort glaub und ich, ich glaube, du diese kannst 4 es einstellen und der rettet so. dich zum Schluss. Der läuft nicht aus. Weil Korrigiert ich glaube, mich, wenn ich falsch genau, bin. ich glaube, es sind diese Korrigiert 4 mich. oder 8 Bars, ne? Die ja Ja, dann ja. einfach mitten in diesem Moment loopt, weil, weiß ich, Wackelkontakt im Linkkabel oder irgendein anderer Fehler. Super ätzend. Ne? Aber ey, Emergency Loop, das ist richtig alles- geil. Ich möchte das für Vinyl. Ja, es ist einfach eine große Liebe, die wir entwickelt haben. Und ich kann nur jeden empfehlen, irgendwie, kauft euch 1, 2 Vinyl, studiert die durch, hört euch die mal an.
mixen. Und über die wirst du ja auch noch in 15 Jahren freuen. Genau, ich hole jetzt noch Platten raus von KLF, IMF und so, die ersten, die ich gesammelt habe. Industrial-Scheiben, irgendwie alte. Und ich habe mit jeder Platte irgendwie einen Bezug zu, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wo habe ich sie gekauft? Du erinnerst dich irgendwie an den Plattenladenbesitzer, an den Ort, an den, ne, so, hängt so viel mit dran. Ne? Meine Tochter sammelt auch ganz, ganz viel Vinyl und sagt, nee, die höre ich nicht mehr. Papa, bin ich auch schon längst raus. Aber ich weiß genau, dass du die mir zum 9. Geburtstag irgendwie geschenkt hast und sowas. Meine Kinder kommen am Sonntag hoch und legen dann eine Platte auf und die Platte fängt immer vorne an bei denen. Ganz vorsichtig, meine Tochter ist 5, die Kleine, ganz vorsichtig. Und eine Platte fängt bei ihr nicht beim Lieblingssong an, sondern immer vorne. Und wird mit Vorsicht behandelt und es ist so ein Ritual von rauf. Und der Morgen kann starten, es wird mit einem Frühstück angefangen. Und du musst auch dann wieder die Wertschätzung und Leidenschaft investieren, weil spätestens nach einer halben Stunde musst du aufstehen und das Ding nochmal umdrehen. Genau. Ne? Die Playlist läuft eben nicht einfach durch, sondern du musst wieder da rangehen, du fährst wieder an, du kontrollierst wieder, hey, ist es noch clean oder nicht. A- oder B-Seite. Genau, ich bin auch... Warst du schon mal in einem Presswerk? Nee, ist mein erstes Mal. Ich bin total begeistert, muss auch wirklich gestehen. Habe überhaupt diesen ganzen Prozess von euch sehr bewusst irgendwie verfolgt. Ne? Also, weil ich glaube, ihr seid hier schon wirklich Aushängeschilder für unsere Region. Ich komme ja auch aus Mecklenburg-Vorpommern, wohne in Rostock. So einen geilen Plattenladen haben wir nicht. Leider mehr. Genau, ne? Und deswegen, also Matter of Fact ist mir auf jeden Fall ein Begriff und bin auch wirklich Supporter. Ja, ich habe ja schon gesehen bei dir auf dem Post, auch wenn du mir auch sagst, so hier purzeln immer die Matter of Fact Karten aus den Platten raus, weil wir haben einen eigenen Vertrieb und da kommt von uns auch immer eine Karte schön mit rein und dann kriegst du Feedbacks aus aller Welt, so von wegen, hey, hier in Tokio irgendwie Matter of Fact, so. Das macht dann auch total happy, dass wir sehen, die Platten kommen. Die gehen hier rund, wir sitzen hier in Güstrow, hier sieht es aus, wir sagen immer, es ist unser altes Detroit, hier so, wie es hier aussieht. Dann sendest du Platten hier wirklich 200, 300 Stück nach Japan, nach Südafrika. Wir haben letztes Jahr irgendwie eine ganze Europalette nach Südafrika verschifft für die Goodman-Galerie da. Das macht einfach glücklich. Ja, Music Connects. Ne? Das ist nicht nur irgendeine Floskel, sondern in eurem Fall ja auch wirklich gelebte Passion, Leidenschaft und ja, auch ein Gewerbe. Und das ist auch okay. Was steht in Zukunft an bei dir, worauf du dich total freust? Worauf ich mich freue? Diese Woche ist voll. So, ich spiele 3-mal dieses Wochenende. Einmal Hamburg, Wilhelmsburg, allerletzte Party im Tour. Hieß, glaube ich, vor 10, 15 Jahren noch Tonne. Waren aber damals die ersten, die mich in Hamburg gebucht haben. Die liebe Mona, genau, die feiert ihren Abschied da. Da freue ich mich drauf am Freitag. Dann am Samstag feiert das Golden Gate 22-jähriges Geburtstag. Oh, auch, ja. Genau, da darf ich spielen, freue ich mich auch. Sehr nett. Und dann morgens noch im Johnny Knüppel, das ist so eine kleine Off-Location eher. Aber da ist eine Soli-Party fürs Menschmeier. Ja, okay. Genau, die haben auch aktuell Stress. Silvester darf ich mal wieder im Blank spielen, da freue ich mich sehr. Oh, schön, ja. Hab im Dezember auch einmal ein 6-Stunden-Set Kater. Da werde ich auch nur mit Platte spielen, da freue ich mich schon. Aber da auch so alle Genres irgendwie, das habe ich, ich sag mal jetzt außerhalb von MV noch nie so gehabt, dass ich das mal auch bewusst dafür gefragt wurde. Da freue ich mich sehr drauf. Nochmal Beate Uwe, dann im Warnow Valley in Rostock gibt es jetzt eine neue Veranstaltungsreihe, die auch nur für Haus ist. Genau, da darf ich bei der ersten Edition spielen am 15. Hast du da nicht dein Studio im Warnow Valley? Ja, genau. Genau, da darf ich bei der vielleicht treffen wir uns da mal ein auf Pavier. Ne? Genau. Wir fahren da hin. Es ist schön, wenn neue Sachen entstehen, die dann auch Konzept haben und auch wirklich Hand und Fuß. Dann, ne? Ansonsten, ich glaube, im Dezember darf ich auch noch mal einmal wieder in Leipzig sein, wo ich mich sehr freue. Ich mag Leipzig einfach, ich habe da richtig gute Freundinnen, so, die mir am Herzen liegen. Und da in der neuen Location vom Ostend darf man immer nicht sagen, darf man auch immer nicht posten. Aber genau, da darf ich auch auf einer Party spielen. Ich glaube, Joey Davis spielt noch. Da freue ich mich auch drauf. Und, da wird's auch nur, das wird auch nur ein reines Plattenset. Hatte mein Freund Joja mir auch gesagt, ich buche dich, aber du darfst nur mit Platte spielen. Ey, das ist best ever. Ne? Ich habe neulich auch das in 4 Stunden Warm-up gemacht in Schwerin auf dem Tanztag. Ach, geil. Und habe mich so gefreut, dass er mich für ein Warm-up angefragt hat, weil ich habe dann gesagt, ey geil, halbe Stunde Ambient, ein paar Broken Beats, dann kommen die ersten Leute rein
und du merkst dann sofort, 8 Leute in der Location und die tanzen genau vor dir. Dann werden 20 draus, 50, 100, 200 und du begleitest die den ganzen Abend durch irgendwie und läutest so die haben ja eine lange Nacht und läutest so für die so diese Nacht ein, auf die das Publikum sich ja schon lange gefreut hat. Wir gehen Freitag aus, wir gehen da und dahin. Ich fühl das aber voll. Ne? Also ich spiele auch mega gerne Opening. Ja. Und das war dann auch so, als du mich eingeladen hast hier für den Podcast, ich habe auch so gedacht, oh geil, dann habe ich endlich mal irgendwie Content in irgendwie einer geilen Quali. So, oh, welche Clubnummern spiele ich jetzt? Aber dann war es auch so, ey, nee, irgendwie ist es dann doch eine Podcast-Reihe. So, wir haben hier Donnerstagvormittag. Nein, jetzt ist schon Nachmittag, deswegen trinken wir Bier. Aber ne, bei der Aufnahme war es noch vormittags. Nee, also ich muss mir jetzt auch nichts vormachen. Deswegen habe ich auch irgendwie versucht, da anzufangen, ein bisschen Deep House. Eben auch so diese Nummern, wo ich aktuell gar nicht mehr so die Confidence habe, das so nachts im Club zu spielen, was ich auch so schade finde. Und ich habe das ja auch gemacht bei meinem Podcast. Ich habe ja die 001 gemacht und die Leute haben auch erwartet, dass es da irgendwie durchknallt oder sowas. Krone, da, bumm. Wo ich gesagt habe, ey, ich lasse einfach, als würde ich zu Hause in Hemd und Schlüpfer morgens am Turntable stehen und hier so Records rausziehen, raufpacken, richtig viel Spaß haben und einfach Haus mit allem möglichen mixen, ein bisschen aufbauen, ein bisschen abbauen, einfach nur Spaß haben. So, dazu ist ja so ein Podcast auch da. Nicht so natürlich, hier können auch DJs kommen, die einfach straight forward, richtig Konzept wird niemandem vorgeschrieben. Wir haben demnächst auch Leute, die hier wirklich Hip-Hop-Battle-Sets spielen. Geil. Wir haben einen unserer besten Kunden, der Matthias Böcker, der 30-Something Records macht, der spielt hier wahrscheinlich, ich bin total gespannt, er kommt zu seinem Geburtstag, er hat gesagt, André, ich würde gerne mal spielen. Der hat ein Grunge-Metal-Label. So, auch mit Singer-Songwriter-Sachen, aber er ist ein totaler cooler Typ und wir haben gesagt, ey, na klar, das wird dann dementsprechend auch bezeichnet, dass die Leute gleich wissen, worauf sie klicken und dann alles durch. Einfach, es geht um die Liebe zu Vinyl, was da nun drauf ist. Außer Rechtsrock ist das alles total Geil, super. Gut. Ben, wonach wollen die Leute suchen, wenn sie bei dir ein bisschen mehr hören wollen? Also ich bin da irgendwie auch noch ein bisschen alte Schule, würde ich sagen, von diesen. Ich nutze Soundcloud. So habe mir immer vorgenommen, ein Live-Set pro Jahr und halt auch Podcast. Genau, da habe ich auch irgendwie eine Community mittlerweile, die irgendwie wertschätzend ist und bin da selber auch aktiv einfach am Musik suchen. Und ansonsten, Instagram kann ich mich nicht vor verstecken, habe ich auch. Und alles andere, hey, mein Fokus liegt irgendwie auf der Musik. Sucht nach Bonjoban, überall Social Media. Er hat gerade auch gesagt Soundcloud und da wird man dann wenigstens mit fetten Sets, nicht mit 60 Sekunden Stories, sondern mit fetten Sets gefüttert. Hammergeil, dass du hier gewesen bist. Richtig cool. Danke dir. Wir haben gerade gegrillt, wir essen jetzt gleich noch. Das machen wir, das ist unser Ritual, also Podcast und Grillen. Abonniert unseren Kanal, bombt uns voll mit Comments, sagt uns einfach eure Meinung oder habt uns lieb. Wir freuen uns, dass ihr uns begleitet. Matter of fact.